Die Eureka Minion XL ist die nächste Espresso-Mühle, die wir uns hier angeschaut haben und die wir mit euch gemeinsam besprechen, und zwar genau jetzt in diesem Video. Wir sind zurück und haben die Eureka Minion XL hier zwischen uns auf dem Testtisch. Und man kann sagen, sie steht nicht zum ersten Mal auf diesem Tisch. Sie kennt diesen Tisch schon genauso gut wie du die Mühle. Denn ihr habt sie über Wochen angeschaut im Vergleich mit 23 anderen Mühlen. Und wir sind ja gerade mittendrin in unserem großen Espresso-Mühlen-Vergleich. Mehr dazu erfahrt ihr unten in der Videobeschreibung oder wenn ihr oben hier auf dieses Video klickt. 24 Espresso-Mühlen und wir sind jetzt in einer etwas teureren Range gerade unterwegs im Preisbereich von... Wir bewegen uns gerade zwischen 640 und 750 Euro und ja, die ist sogar noch im unteren Bereich, ja fast, also 680 Euro, so knapp 800 Schweizer Franken. Ja, stolzer Preis für eine Mühle, aber muss dann auch performen. Muss dann auch performen und das haben wir uns natürlich angeschaut, wieder mit diversen Parametern. Doch bevor wir in die einzelnen Bereiche reingehen, wie wir das ja dann auch in all unseren Tests machen, vielleicht ganz kurz so mal die äußeren Daten und der erste Eindruck, Michel. Was hast du da zu sagen? Es ist eine typische Eureka. Von der Größe sind wir bei einer Breite von 12 cm, einer Höhe von 38 und einer Tiefe von 18. Das sind immer so lustige Würfel. Die XL ist einfach ein bisschen höher. Muss ja ein bisschen mehr Platz haben. Ansonsten ist es typisch Eureka Minion. Die sehen alle gleich aus. Wir haben einmal ein Drehrädchen hier oben, um den Mahlgrad zu verstellen. Wir haben das Display vorne drauf und wir haben einen Knopf, der den Bezug startet. Ein bisschen anders sind die Mahlscheiben jetzt im Verhältnis zu anderen, die dann eben auch ähnlich aussehen. Was ist jetzt hier anders? Wir sind bei 65er Mahlscheiben, also wirklich ein ordentlicher Durchmesser. Das sehen wir vor allem in der Mahlzeit. Sie ist unheimlich schnell für den Preisrange. Also unheimlich schnell. Ich würde, sie ist auf der schnelleren Seite. Sie ist auf der schnellen Seite, ja. Das. Ja. Sie ist schnell. Sie ist so semi-mittelschnell. Für eine Homemühle ist sie schnell. 65er Mahlscheiben. Genau. Mit so einer Diamantbeschichtung, die länger halten sollte. Irgendwie super kalte Temperatur. Bei minus 192 Grad. Wir haben die 1,5 Tonnen Kaffee nicht durchgelassen jetzt hier im Testbericht. Vielleicht, wenn wir mal crazy gehen, machen wir das mal. Oder wir stellen die mal als Testmühle in einen Café oder eine Gastronomie. Ja. Könnten wir mal machen. Das ist natürlich eines der Argumente hier an der Stelle von Eureka, dass die besonders langlebig sein kann oder soll. Was wir euch sagen können, ist, wie die Mahlscheiben arbeiten, also wie die Partikelverteilung ist, und darauf kommen wir dann auch gleich zu sprechen. Wir haben einen Dezibelwert von 77 Dezibel, wenn sie läuft. Wir testen ja das mit einem sag ich mal, professionellen Dezibelmessgerät, wo wir wir stellen die immer an die Hinterkante unseres Testtisches und haben vorne bündig dann das Messgerät auf Augenhöhe, beziehungsweise da, wo etwa die Ohren sind, und messen das dann. Und das ist gut bis sehr gut. Das ist so solide wie die ECM. Ist ziemlich wie die ECM im guten Bereich. Und ja, da fällt sie jetzt nicht besonders negativ auf, sondern ist im guten Bereich. Ne? Ja. Sie selbst wiegt 7,2 Kilo, so als ganze Mühle. Hat oben einen Bohnenbehälter, da passen auch nochmal 300 Gramm rein, der lässt sich abnehmen, relativ einfach. Und wie viel Platz haben wir unten drunter, wenn wir ihn abgenommen haben? Da hatten wir knapp noch eine Doppelportion, wir sind bei 15,2 Gramm. Die sind hier quasi zwischen Schieber, den man ja dann zuschiebt. Und wenn man dann rausnimmt, bleibt hier eben was zurück. Das ist dieser Rückstand. Den muss man entweder ausmalen oder dann umleeren. Das ist jetzt auch eher im besseren Bereich. Ja. Ist jetzt nicht perfekt. Es gibt Mühlen, die machen das noch besser. Es gibt aber auch Mühlen, die machen das deutlich schlechter. Also da ist sie so im Mittelfeld unterwegs. Und wie ist es mit der Bedienbarkeit? Ich finde, das ist so ein Referenzpunkt. Weil es ist einfach. Es ist super, super einfach. Ich muss nicht Menü, Save, Doppeldosierung einstellen, sondern es ist einfach so, wenn ich auf der Doppeldosierung bin, wie jetzt, dann mache ich da ein Plus und dann ist das gespeichert.
Und das finde ich echt simpel. Was immer wieder mal passiert, da erschrecken auch unsere Teilnehmenden in den Kursen, dass sie aus Versehen irgendwie mit beiden Fingern auf Plus und Minus kommen und dann verschwindet das. Das ist einfach so, man kann das halt einstellen, vielleicht wenn man sie in der Gastronomie oder so nutzt, wenn man nicht will, dass jeder da was einstellen kann oder aus Versehen auf die Taste kommt, dann einfach wieder auf beide gleichzeitig mit beiden Fingern drauf und dann kommen die wieder. Das muss man einfach wissen oder man liest die Bedienungsanleitung. Die Einstellung des Displays ist, wie schon gesagt, mega einfach. Ihr habt Doppelportionen und einer Portion zum Draufdrücken und könnt dann direkt mit Plus und Minus was verändern. Sperren könnt ihr das Plus und Minus, indem ihr beides gleichzeitig drückt und auch wieder beides gleichzeitig draufdrücken. Dann kommt es wieder und ihr könnt auch eine durchlaufende Malung haben, indem ihr unten beide gleichzeitig drückt und dann malt es einfach, bis ihr wieder stoppt. Wichtig natürlich, gerade auch wenn wir so an das denken, ist diese Mühle geeignet, vielleicht für Single Dosing, das heißt wir geben oben was rein und unten kommt das gleiche wieder raus, dann gibt es 2 Ebenen, die man anschauen kann oder eigentlich 3. Die erste ist der Totraum. Ja. Wie viel Totraum hat die Mühle? Wir haben einen effektiven Totraum von 3,1 Gramm. Ist auf der guten Seite? Es ist so knapp an der sehr guten. Also wir haben die Limite gesetzt bei 3 Gramm. Es ist 0,1 mehr. Wir haben da einfach ein bisschen zu gut gepinselt. Das super. Ist cool, ne? Das macht schon auf jeden Fall Spaß. Das ist eine. Und dann haben wir ja noch als zweites angeschaut, wie konstant ist eigentlich die Mühle. Ja. Also wie präzise werden wirklich dann auch immer, wenn wir 18 Gramm wollen, 18 Gramm gegeben. Ja. Und wie war es da? Da hatten wir eine Schwankung von 0,27 plus und minus. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist grundsolide. Wenn ihr euch vorstellt, das ist ein halbes Gramm, was eventuell mehr oder weniger drin sein kann, ohne dass ihr abwiegt. Ja, das macht Spaß. Das macht einfach Spaß und dann ist sie einfach auch noch mit 28,7 Gramm in 10 Sekunden gemahlen. Wir machen immer da einmal 10 Sekunden durchmahlen bei allen Mühlen und gucken, wie viel kommt raus. Auch da ist sie wieder gut bis sehr gut. Also es ist so, ja, Prädikat gut bis sehr gut von den Facts. An vielen Stellen, wir haben jetzt da nichts, was wirklich richtig negativ jetzt in diesem Bereich rausfällt. Auch ähnlich verhält es sich mit der Temperatur. Ja. Wenn wir jetzt tatsächlich mehrere Mahlungen hintereinander machen und wir haben das gemacht in einem Abstand von immer 30 Sekunden, haben wir geschaut, wie verändert sich die Temperatur des Mahlgutes, weil bei kleineren Mühlen, bei günstigeren Mühlen, die dann auch auf kompaktem Raum da ohne Ventilator drin oder irgendeine Kühlung vor sich hin mahlen, die werden zum Teil sehr heiß. Ja. Das Mahlgut wird heiß und das kann natürlich auch einen sensorischen Einfluss haben. Wir sind bei 34 so mit 1 Grad Steigerung. Das ist auch wieder solides Mittelfeld. Auf jeden Fall, also Temperatur eher gut und die Veränderung der Temperatur ist dann eher im Mittelfeld, wobei man sagen muss, jetzt 1 Grad mehr oder weniger bei 34 bis 35 oder 33 Grad macht es dann auch nicht aus. Und ja eben, alle 30 Sekunden ist jetzt vielleicht auch nicht das typische Heimsetting, aber wir wollten ja auch ein bisschen gucken, wie ist es so im Grenzbereich mit der Mühle. Wichtig für euch auch noch zu wissen, die ganzen Messungen mit Geräuschkulisse, aber auch Dosierungsqualität oder Konstanz machen wir immer bei einem Getränkeverhältnis von 18 Gramm im Siebträger zu 45 Gramm dann in der Tasse in einer Extraktionszeit von rund 25 Sekunden. Das heißt, da habt ihr wirklich immer den gleichen Wert über die Mühlen. Wenn es euch noch ein bisschen genauer interessiert, dann guckt doch mal bei unserem Blogbeitrag vorbei, da ist alles noch von Benjamin verschriftlicht. So, Kaffee trinken. Würde ich aber auch sagen. So, man kann den Siebträger theoretisch einhängen, das ist aber so ein bisschen wackelig. Gleichzeitig habe ich vor allem, also bei der jetzt nicht, aber sonst bei den Eurekas das Problem, dass es einen sehr hohen Haufen gibt. Und dann kann man gleichzeitig ein bisschen wackeln, das reicht meistens zum Komprimieren, aber es gibt trotzdem 1, 2 Krümel links und rechts. Du hast noch keinen Espresso gehabt? Ich habe noch keinen Espresso. Das ist gerade echt schön. Das ist echt lecker. Was ist gerade schön? Das ist schön. Das ist lecker. Das ist so. Du meinst, es ist schön, mit mir einen Espresso zu trinken? Es ist schön, mit dir einen Espresso zu trinken. Der Espresso, den findest du auch schön? Mhm. Ich finde ihn auf der komplexen Seite, er hat ein bisschen was Kakaoiges.
Hat eine samtige Textur. Ein bisschen staubig, das muss man ihm zuspielen. Hat eine schöne Süße. Aber ich finde so, für mich überwiegt die positiven. Das Staubige merkt man ein bisschen. Aber das ist jetzt voll okay. Genau. Es ist jetzt wiederum ein Espresso. Das ist jetzt ein Espresso von mehreren, die wir bezogen haben. Wir haben ja schon die Mühlen auch verglichen, haben dann einen sensorischen, eine Bewertung vorgenommen, tatsächlich ja auch. Und werden dann nachher noch mit allen, sage ich mal, Gruppensiegern noch auch eine Blinddegustation machen. Das entspricht aber, ja, ich würde sagen, wir hatten schon bessere. Aber auch das ist jetzt ein guter Espresso. Ja. Ich finde ihn auch nicht sehr gut. Ich würde auch sagen, er hat diese leicht staubig trockene Ebene. Ja. Wobei das jetzt, finde ich, jetzt nicht überwiegend der Textur hier jetzt im Moment, das ist eine schöne, cremige Textur. Weich. Das ist einfach so ein bisschen ein staubiger Nachhall. Aber ich finde die Komplexität schön. Die ist da. Also die Süße ist da und wenn ich jetzt ohne einen Espresso, egal wo ich da so unterwegs bin, mal trinken dürfte oder würde, regelmäßig zum Beispiel in der Gastronomie, das würde mich sehr freuen und das kann die Mühle auf jeden Fall leisten. Ich würde sie jetzt, wenn wir das hier kurz einschieben würden, jetzt nicht unbedingt als Gastronomiemühle sehen, also das würde ich jetzt nicht empfehlen, wobei man zum Beispiel als Drittmühle oder so oder für koffeinfreien kann man. Wobei, da würde eventuell eine der kleinen, die kommen ja da noch, also wir haben ja nicht nur eine Eureka, aber da würde die vielleicht auch reichen, vielleicht ist das so eine Specialty-Mühle. Vielleicht. Kommen wir zu den Fakten. Wir liefern euch ja immer noch einige Kurvenfakten, die wir gemessen haben. Wir haben da 3 Werte, die wirklich wichtig sind. Der erste Wert ist der sogenannte X50-Wert. X50 bedeutet, in einem Getränkeverhältnis von 18 in, 45 out, in 25 Sekunden, haben wir 50% der Partikel, die kleiner als dieser Wert sind und 50% der Partikel, die größer sind als dieser Wert. Dann haben wir einen Wert der Fines. Wir haben Fines, die unter 100 Mikron Durchmesser sind, also die Kleinstpartikel in dieser Kurve. Das ist ein prozentualer Wert, auch wieder nach Gewicht. Und das letzte, was wir haben, ist die Hauptpeakbreite. Wenn ihr euch die Kurven anguckt, habt ihr ja diesen Fines Peak, etwa unter 100 Mikron, und dann diesen Hauptpeak. Und dann nimmt man sich den Mittelpunkt, 30% nach links, 30% nach rechts, und sagt sich, wie breit in Mikron angegeben ist dieser Peak. Jetzt hast du natürlich alle 3 schon erklärt, aber noch keine Daten rausgehauen. Ja, also nochmal kurz zurückgespult, X50, wo war der Schnitt? Wir sind bei 303 Mikron. Das ist einfach so ein Mittelwert. Je mehr Fines wir haben, desto mehr tendiert der eher unter 300 zu werden. Das ist so im soliden Mittelfeld. Und jetzt wird es aber spannend. Wir haben einen Fines-Anteil von 21,6. Der ist so ein bisschen unter dem Durchschnitt aller Mühlen, die wir angeschaut haben. Also ganz ordentlich, würde ich sagen. Relativ wenig Fines, das ist eigentlich ganz schön. So, und dann nochmal das Gros-Peak, vielleicht auch da. Schnitt in der Mitte, 30 auf beiden Seiten. Wo sind wir da und wie ist der Kontext? Da sind wir bei 239. Wenn wir das jetzt vergleichen, zum Beispiel mit der Mazza, die war extrem schmal mit 2,14. Im Vergleich dazu wieder die ECM mit 2,86. Und jetzt kommt ja da noch eine, sage ich noch nicht, was das für ein Wert ist. Die Nische kommt ja das nächste Video. Und das ist gut bis sehr gut, das ist solide, da liefert sie ab. Und der Kaffee bei der sensorischen Überprüfung, der schmeckt. Der schmeckt so, wir haben die Fines geschmeckt, oder wir haben was Trockenes geschmeckt. Das ist wirklich, es ist dann schon, es kommt dann immer auf den Bezug an, es kommt auf die Extraktion an. Man müsste hunderte von Espressi machen, um da wirklich eine Korrelation ganz sauber herauszuarbeiten. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach bei Espresso, weil Espresso auch so intensiv ist. Wir versuchen so ein bisschen schematisch euch darzustellen, was es bedeutet, und eben viel Trockenheit hängt oft mit einem hohen Feinanteil zusammen. Wir hatten jetzt hier eine gewisse, aber hatten sie auch in der Extraktion, hatten sie ja vielleicht ein bisschen weniger bei unserer vergleichenden bewerteten Degustation auch, also es war ein bisschen reduzierter, hatten wir da nicht so stark. Deswegen muss man es wie auch in einem Kontext sehen. Jetzt haben wir diese Kurven und wir versuchen die zu interpretieren und da auch dann die Korrelation zum Geschmack herauszuarbeiten. Und ja, wir haben jetzt hier
alle Kurven sind eher auf der besseren Seite und auch die Espressi waren alle eher auf der besseren Seite. Ich würde sagen, das ist so ein kleines sensorisches Kurvenfazit, was man hier jetzt ziehen kann, ohne es dann auch überzubewerten. Am Ende kommt es natürlich immer dann stark darauf an, dass ihr die Mühle sauber einstellt und dass sie eben auch konstant liefern. Und konstant sind ja eben dann noch ganz viele andere Parameter, eben zum Beispiel, gibt sie euch immer die 18 Gramm, die ihr dann eingestellt habt, oder die 19 oder die 17, oder habt ihr die separat abgewogen? Ich denke, das sind wichtige Fragen. Absolut, absolut. Und wenn wir das jetzt auf die ganzen Parameter nehmen, die wir jetzt für Sensorik wichtig sehen, die Temperatur, der Totraum mit 3,1 Gramm wirklich mega tief, die Peakbreite ist gut, die Fines sind etwas unter dem Durchschnitt, jetzt nicht extrem wenig, aber gut. Und wenn wir dieses Ganze zusammennehmen, ist es eine sehr gut bis sehr gute Mühle. Punkt. Also alle Parameter schlagen in diese Richtung aus. Sie ist irgendwo immer im Mittelfeld oder eben drüber. Das ist schön. Schön zu sehen, schön zu erleben. Super interessant und auch an der Stelle schön, dass es da jetzt eben nach oben in diesem Eureka Minion Bereich noch einfach diese XL gibt, die da noch so ein bisschen hier da jetzt raussticht und ordentliche bis gute Arbeit leistet. Was wir auf jeden Fall bei der XL noch ergänzen können, es gibt diese lustige Silikon-Gummimatte mit dazu. Wir waren etwas erstaunt, weil ich wusste das nicht und haben das ausgepackt. Und dann kann man diese Tempingstation, hat dieses Pinselchen. Weißt du, wofür die gedacht ist? Dass man die Krümel nicht rundherum hat. Nein, damit du den Staub vom ganzen Zimmer sammeln kannst, weil die klebt. Ach, stimmt, ja. Tatsächlich ist das noch eine interessante Überlegung. Es ist jetzt echt sehr gummihaft. Ich weiß gar nicht, das erinnert. Es ist so ein Gummi, wie zum Beispiel die ECM an den Füßen hat. Da merkt man wieder, ich war jetzt voll so, ich krieg noch was dazu. Nee, Staub. Ja, ich meine, aber wirklich, der Staub sammelt sich da ganz schön, dann hast du ihn nicht überall. Und also Staub und Krümel, du hast jetzt hier überall Krümel. Und keine Ahnung. Ihr könnt sie jedes Mal einfach in die Spülmaschine machen und dann habt ihr weniger Staub im Raum. Apropos Krümel und Staub, ich muss auch noch einfach trotzdem was jetzt zu dieser Optik an der Stelle mit dem Glanz sagen, weil ich finde, diese Mühle hatten wir auch schon bei der ECM und ich muss ja die Scheiße nachher wieder schneiden. Überall sind Fingerabdrücke. Wir werden polieren jetzt gleich nochmal und dann die Nahaufnahmen machen, aber es bleiben überall Fingerabdrücke, das hat man eben bei diesen Mühlen. Also das hast du tatsächlich bei diesen Hochglanzmühlen. Ich mache also noch welche drauf, damit ihr das dann auch nachvollziehen könnt. Die habe ich jetzt hier gemacht. Hier, das ist tatsächlich... Wundert euch nicht bei den nächsten Tests, wenn wir nur noch Mühlen bestellen in schwarz oder weiß. Das ist der Grund dafür. Kommen wir vielleicht zum Fazit. Ich meine, wir haben jetzt ja schon vieles gesagt, auch wieder zu dieser Mühle, auch so ein bisschen fazitmäßig. Aber doch hätte ich wieder gerne jetzt hier an dieser Stelle auch von dir eine Aussage. Würdest du dir diese Mühle kaufen, Michel? Ich muss da wirklich, also ich möchte da wirklich ein klares Ja aussprechen. Olala. Weil ich finde, vor allem ein kleiner Unterschied, wir kommen ja noch zu den kleinen Brüdern und Schwestern dieser Mühle. Ich finde die Mahlgradeinstellung viel angenehmer als bei Specialita und Perfetto, weil da merke ich in den Kursen auch immer, dass die Teilnehmenden da merken, dass da Kleinstschritte bereits extrem viel auslösen. Und ich habe das hier gefühlt, wirklich meine Interpretation durch die Tests habe ich da einen größeren Range. Ich kann mehr verstellen, habe aber weniger effektiv verstellt. Es ist etwas einfacher zum Einstellen. Nichtsdestotrotz waren die Kurve 4 und 7, wo wir genau diesen Test machen, nicht ganz aufeinander. Also es zeigt, ich hatte zwar das Gefühl, dass wir genau sind, es war aber dann doch nicht ganz so präzise, das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Das muss man wirklich sagen. Es war nicht ganz so präzise vielleicht noch. Die Mühle kam jetzt bei uns in einem sehr feinen Zustand, also noch feiner als Ristretto. Ist aber jetzt auch nicht das matchentscheidende Kriterium, haben wir einfach noch angeschaut. Und auch bei den Mahlungen hintereinander, bei denen sich dann die Temperatur erhöht hat, hat sich jetzt der Mahlgrad nicht deutlich verändert, sondern ist relativ in einer Range geblieben. Kurze Frage noch ganz zum Schluss. Und wir haben sie nicht im Shop, ne? Wir haben sie nicht im Shop. Ich weiß nicht warum. Ist eigentlich noch. Wäre eigentlich. Ja. Müssen wir mal nachfragen. Das ist die Eureka Minion XL in der Variante Chrom. Fingerabdruck. Ja. Und ihr habt sie vielleicht zu Hause, vielleicht habt ihr sie schon zu Hause. Wie sind eure Erfahrungen? Vielleicht haben wir was total Wichtiges vergessen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ergänzt diesen Eindruck, den wir jetzt hier geschildert haben, weil es ist wieder unser
Eindruck. Und euer ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, weil ihr habt die Maschinen in der Praxis zu Hause und freut euch mit ihr oder ärgert euch über sie jeden Tag. Also ergänzt doch bitte unsere Eindrücke. Wenn ihr alle Updates, alle Videos erhalten wollt, dann abonniert doch den Kanal. Wir würden uns mega freuen und wir freuen uns auch über jedes Like hier unter den Videos. Wir stecken immer viel Zeit rein, machen das total gerne, aber umso schöner ist es auch, wenn es euch gefällt und wenn ihr uns zeigt, dass es euch gefällt. Vielen Dank, wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Alles Gute, trinkt leckeren Espresso. Die klebt so blöd. Warte mal, aber jetzt kannst... Ich habe noch keinen Kaffee heute, nur einen halben Filterkaffee zu Hause.